Hallo zum Clusterline-Update. Clusterline ist unsere Hochverfügbarkeitslösung für NetApp Metacluster-Systeme und eines unserer ältesten Produkte im Portfolio. Wir haben in den letzten Monaten hart an Verbesserungen gearbeitet und die darf ich euch nun in diesem kurzen Video präsentieren. Was ist eigentlich dieser Clusterline? Kunden, die ein Metacluster-System betreiben, legen höchsten Wert auf Hochverfügbarkeit ihrer Daten. Sie sind darauf angewiesen. Unser Clusterline-Produkt überwacht diese Speichersysteme und analysiert in einem von uns zur Verfügung gestellten hochverfügbaren Cloud-Quorum Metriken, um herauszufinden, ob alles in Ordnung ist, ob die Daten tatsächlich an beiden Standorten zur Verfügung stehen. Sollte der Clusterline erkennen, dass in einem Rechenzentrum ein Problem vorliegt, wird auf Basis der Metrikdaten entschieden, einen automatischen Switchover einzuleiten und so die Hochverfügbarkeit der Daten zu gewährleisten. Unsere Entwickler haben die letzten Monate intensiv genutzt, um unser Produkt weiter zu verbessern. Das inkludiert neben einem komplett neuen Gehäusedesign auch die Verwendung von Industriestandardkomponenten. Die nun standardmäßige Verwendung des 4G-Mobilfunknetzes für die Datenübertragung bringt neben Performance Improvements auch eine Steigerung der Stabilität des Gesamtsystems. Zusätzlich haben wir unsere Hardware aber auch schon auf 5G vorbereitet, um für zukünftige Anwendungszwecke gerüstet zu sein. Um die Inbetriebnahme eines neuen Clusterline-Systems so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir nun auf den neuen Agentboxen auch ein Display zur Verfügung. Auf diesem Display wird neben einem allgemeinen Statuswert auch direkt die Qualität des Mobilfunkempfangs dargestellt. Das soll helfen, direkt den besten Platz für die Agentbox im Rack zu finden. Wahrscheinlich die wichtigste Neuerung neben der neuen Hardware ist die Konfigurierbarkeit über ein Webinterface. Sie können somit direkt über eine grafische Oberfläche alle Einstellungen auf der Agentbox vornehmen. Eindrücke, wie die vorgestellten Neuerungen aussehen und funktionieren, seht ihr jetzt. Über die IP-Adresse der Agentbox erreicht man die Web-Oberfläche, um den Clusterline zu konfigurieren. Die Zugangsdaten werden in der Installationsanleitung bereitgestellt. Nach dem Login öffnet sich die Seite zum Setup des Clusterlines. In der linken Hälfte wird die Verbindung des Agents zu unserem Quorum-System eingerichtet. Rechts werden die Storage-Zugangsdaten eingegeben, welche der Clusterline nutzt, um das NetApp-System abzufragen. Diese Informationen können auch mit einem Klick auf den Button Check MCC Connection validiert werden. Im unteren Teil kann das Network Failover Feature, kurz NFO, des Clusterlines konfiguriert werden, womit der Clusterline auch einen Teil des Netzwerks mit überwachen kann. Diese Einstellungen werden über den Button Save rechts oben persistiert. Ein weiteres neues Feature ist der Support Mode, über welchen sich unser Support-Team für erweitertes Troubleshooting auf das System verbinden kann. Diese Funktionalität ist jedoch nur möglich, wenn ausdrücklich vom Kunden erwünscht und eine zusätzliche Verbindung in der Agentbox eingebaut und aktiviert wird. Standardmäßig ist diese Verbindung hardwareseitig aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Zusätzlich bietet die neue Version die Möglichkeit, die internen Komponenten der Agentbox direkt über das Webinterface zu aktualisieren. Diese Softwarepakete werden von ProLiant zur Verfügung gestellt und Kunden erhalten Informationen, sobald neue Versionen released werden. Über die Userverwaltung können neue Benutzer angelegt werden sowie das eigene Passwort verändert werden.